Du hast den schönen Musselinstoff gekauft und fragst dich, wie du den verarbeitest. Babykleidung, Accessoires oder ob du ein schönes Outfit für dich selbst nähen möchtest. In diesem Video zeige ich dir alle Tipps, alle Tricks von der Vorbereitung über Zuschnitt, Bügeln bis hin zum Nähen, damit deine Musselinprojekte aussehen wie gekauft. Ich habe mir dieses Musselinset hier genäht, bestehend aus einer Palazzo-Hose und diesem Oberteil. Die Hose gibt es schon in meinem Shop, verlinke ich dir. Das Oberteil kommt diesen Frühling. Und während ich das Set genäht habe, habe ich meine ganzen Tipps für euch zusammengefasst, wie die Nähte bei mir sauber bleiben, wie sich der Stoff nicht ausdehnt oder auch zusammenkräuselt. Das kann ja in beide Richtungen schief gehen und ja, wie du einfach ein schönes Nähergebnis erhältst. Also schnapp dir deinen Musselinstoff, wir legen direkt los mit der Vorbereitung. Ganz wichtig als allererstes, und das ist nicht optional, Musselin muss vorgewaschen werden. Der Stoff ist so leicht gewebt, das bedeutet, der kann sich richtig einziehen und um bis zu 30% einlaufen. Das heißt, wenn ihr den nicht vorwascht und ihr näht euch was Schönes und wascht das aber dann kann das Kleidungsstück so weit einlaufen, dass es euch danach gar nicht mehr passt. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Deshalb unbedingt vorwaschen. Für die Einstellung empfehle ich euch, den Stoff so zu waschen, wie ihr auch später euer fertiges Kleidungsstück waschen wollt. Das heißt, wenn ihr Babykleidung draus macht, dann wascht den Stoff richtig heiß vor, weil wahrscheinlich werdet ihr den Stoff später auch heiß waschen. Ich persönlich nähe meistens nur Kleidung für mich und deshalb wasche ich meinen Musselin bei 40 Grad vor, ohne Weichspüler, so wie ich halt auch später meine Klamotten dann wasche. Übrigens denkt auch daran, dadurch, dass der Stoff eben so weit einläuft, müsst ihr natürlich auch mehr Stoff kaufen. Also wenn ihr eine gewisse Stoffangabe habt, dann kauft nicht nur genau das, sondern könnt ihr locker nochmal 30% draufrechnen für das, was wahrscheinlich dann später einlaufen wird. Wenn ihr den Stoff dann gewaschen habt, dann könnt ihr den Luft trocknen lassen. Das führt nämlich dazu, dass dann auch hier diese schöne gekreppte Optik hervorkommt, also diese typische Musselin-Optik, die wir unbedingt haben wollen. Außerdem lasse ich den Stoff immer flach trocknen, soweit es natürlich irgendwie geht, weil dadurch, dass er eben so leicht gewebt ist, wenn ihr da eine Klammer dran hängt, wird sich das in den Stoff reindrücken und das bekommt ihr auch nicht mehr rausgebügelt. Okay, dann kommen wir jetzt zum Bügeln von Musselinstoff. Also das Bügeln ist ein optionaler Schritt. Du kannst Musselinstoff bügeln, musst es aber nicht. Und wonach solltest du dich richten? Ganz einfach. Möchtest du das fertige Kleidungsstück später bügeln oder bügelst du keine Kleidung? Dann würde ich das jetzt auch nicht vor der Verarbeitung machen. Du siehst, ich bügele meine Musselinkleidung nie, aber durch diese leichte Optik und durch diese Crinkle-Optik fällt das ja sowieso nicht auf und deshalb mache ich mir die Mühe auch nicht. Aber weil ich eben meine Kleidung nicht bügele, habe ich den Stoff auch nicht vor der Verarbeitung gebügelt. Wenn du aber jemand bist, der Kleidung generell einfach gerne bügelt, dann beachte diese 3 Punkte. Stell dein Bügeleisen erstmal auf mittlere Hitze, auf gar keinen Fall zu viel Hitze, weil wir wollen ja nicht die Struktur rausbügeln, sondern wirklich nur grobe Falten rausbügeln. Das heißt, mittlere Temperatur. Wenn du merkst, dein Bügeleisen ist zu heiß oder der Stoff ist sehr empfindlich, leg gegebenenfalls noch ein Baumwolltuch zwischen die beiden Schichten, also zwischen deinen Stoff und das Bügeleisen. Dann würde ich generell auch eher drücken, absetzen und bei dem Drücken und Absetzen drücken wir eben nur grobe Falten heraus. Du möchtest nicht diese schöne Optik rausbügeln, denn wenn du die jetzt rausbügelst, dann dehnt sich der Stoff ja. Den schneiden wir jetzt zu, wir verarbeiten das Kleidungsstück, aber im Gesamten kann es sich dann halt später nach dem Waschen wieder zusammenziehen. Das heißt, da ganz, ganz vorsichtig sein, damit das Kleidungsstück auf jeden Fall später auch passt. Das hier ist übrigens mein Schlafanzug-Schnittmuster, gibt es in kurz und in lang mit so einer Bluse. Verlinke ich dir in der Infobox und das Video hier oben. Wenn dein Stoff jetzt vorbereitet ist, dann lass uns mit dem Zuschnitt starten. Und hier, ganz wichtig, bevor du irgendetwas zuschneidest, merk dir Folgendes. Je genauer der Zuschnitt, desto schöner wird später das Nähergebnis. Mark my words. Denn ganz viele Nähanfängerinnen und Nähanfänger machen den Fehler, dass sie zu unsauber oder vielleicht auch zu schnell zuschneiden, vielleicht die Markierungen nicht übernehmen und das führt einfach dazu, dass die Teile später nicht ganz genau aufeinander passen und dadurch entstehen unsaubere Nähte. Denn wenn ich zum Beispiel ein Schnittmuster erstelle, dann passen diese Schnittteile ganz genau aufeinander. Und wenn du das nicht beim Zuschnitt so übernimmst, dann kann das ja auch beim Nähen nicht genau aufeinander passen. Und manchmal bleibt dann da ein halber Zentimeter, das akkumuliert sich auf und das wird am Ende 1 Zentimeter und du hast dann eine Falte da stehen. Und das kannst du vermeiden, indem du ordentlich zuschneidest. Hier sind meine Tipps für den Zuschnitt. Zuallererst leg den Stoff doppellagig auf, natürlich nur so viel, wie du für das jeweilige Schnittteil brauchst. Hier in meinem Fall das Hosenbein. Achte darauf, und das passiert bei Musselin sehr, sehr schnell, dass sich in der unteren Lage keine Falte
Falte bildet. Das heißt, die schön rausstreichen, dass die beiden Lagen ganz flach sauber aufeinander liegen. Erfahrene Näherinnen und Näherinnen wissen das, aber achte unbedingt auf den Fadenlauf. Das ist ja immer am Schnittmuster angegeben und gerade bei Musselin ist das sehr wichtig durch die leichte Webung, weil der Stoff sich sonst ausleiern kann bzw. in die falsche Richtung dehnt. Wir haben ja eine kleine Dehnung entgegengesetzt des Fadenlaufs und die brauchen wir auch an manchen Stellen. Deshalb achte wirklich darauf, dass du in Richtung des Fadenlaufs zuschneidest. Leg dein Schnittteil also auf den Stoff und beschwere das Schnittteil jetzt als nächstes. Dafür gibt es spezielle Nähgewichte, habe ich nicht. Ich benutze hier einfach meinen Kerzenständer, die sind aus Stein gemacht und das funktioniert ideal. Tendenziell würde ich die Nähgewichte eher an den Rand des Schnittmusters legen, weil du da die Verstärkung durch die Gewichte besonders brauchst, damit sich der Stoff unter den Gewichten und unter dem Schnittteil nicht verzieht. Was ich außerdem immer noch mache, ist, ich fange mit meinem Zuschnitt immer an einer geraden Kante an. Das ist jetzt in meinem Fall hier der obere Rand oder der Bund von meiner Hose, die ich hier nähe. Und das schneide ich erstmal ein und dann fixiere ich die Kante mit Clips. Dann weiß ich, hier, das ist meine gerade Kante, die ist safe und da kann jetzt erstmal nichts passieren. Und so gehe ich dann auch Schritt für Schritt vor. Das heißt, während ich das Schnittmuster ringsherum ausschneide, klippe ich die Kanten, die ich schon geschnitten habe, um zu vermeiden, dass ich dann aus Versehen vielleicht auf der anderen Seite den Stoff ziehe oder verrutsche. Und hier noch ein Bonustipp, was ich auch erst auf Instagram gesehen habe. Mir fällt leider die Quelle nicht mehr ein. Ich habe das nur passiv wahrgenommen, einmal ausprobiert und es ist wirklich ein richtig guter Tipp. Schneidet den Stoff von der linken Seite zu. Gerade wenn ihr Rechtshänder seid, ihr schneidet von links ringsherum um das Schnittteil rum. Nicht von rechts, weil von rechts, warum auch immer, wird sich der Stoff immer heben und das macht das Zuschneiden einfach ein bisschen schwerer. Und von links passiert das irgendwie nicht. Vielleicht kann das jemand erklären in den Kommentaren. Fand ich auf jeden Fall einen richtig guten Tipp. Und denkt auf jeden Fall beim Zuschnitt daran, die kleinen Knipse, also diese kleinen Einschneidungen oder jegliche Markierung zu übernehmen. Das ist generell immer wichtig, bei Musselin oder so feinen Stoffen nochmal wichtiger, denn das dient euch später während des Nähens als Orientierung. Ihr könnt immer zwischendurch kontrollieren, passen die Schnittteile wirklich genau aufeinander, bevor ihr auch näht. Das merkt ihr ja dann schon beim Klippen oder beim Stecken und dann könnt ihr da gegebenenfalls schon mal was ändern. Ich persönlich schneide immer mit der Schere zu, aber ich weiß, viele von euch lieben den Rollschneider. Deshalb, ja, Rollschneider ist natürlich auch eine Alternative. Damit könnt ihr sehr, sehr gerne zuschneiden. Aber bedenkt, das funktioniert ja nur bei Schnittteilen, die auf eure Matte passen, also auf diese Zuschneidematte. Denn was ihr auf jeden Fall vermeiden wollt, ist dann während des Zuschneidens, vielleicht schneidet ihr den oberen Teil mit dem Rollschneider zu und schiebt dann das Schnittteil weiter und schneidet dann weiter. Das wird nicht funktionieren, das wird ungenau. Das heißt, nutzt den Rollschneider nur, wenn das Schnittteil auf eure Zuschneidematte komplett drauf passt und ihr das in einem Rutsch zuschneiden könnt. Ansonsten würde ich immer die Schere empfehlen. Und bevor wir mit dem Nähen beginnen, hier noch ein Bonustipp und das ist Bügelvlies. Als ich mit dem Nähen begonnen habe, ist schon lange her, aber es gab mal eine Zeit, da bin ich immer vor Bügelvlies zurückgeschreckt, weil ich dachte, das ist kompliziert, ich weiß nicht so richtig, wie man das nutzt und die Dicken und die Stärken verstehe ich irgendwie auch alles nicht, aber Bügelvlies ist unser Freund, denn Bügelvlies erleichtert das Nähen enorm. Vor allem bei so feinen Stoffen oder auch so weit gewebten Stoffen wie Musselin. Du kannst hier die Kanten verstärken, Taillenbunde, das ermöglicht dir Ösen, Knopflöcher zu nähen, ohne dass der Stoff einreißt und vor allem verhindert es, dass sich der Stoff zu weit dehnt oder zusammenzieht, weil er ja den Stoff richtig stabilisiert. Wie du Bügelvlies und Kantenband, übrigens Kantenband ist quasi ein Bügelvlies, einfach nur schon vorgeschnitten, wie du das am besten anwendest, beziehungsweise welche ich da empfehlen kann, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Das hier ist zum Beispiel ein ganz dünnes Bügelvlies. Du siehst das wirklich hauchdünn und damit wird der Stoff nicht verstärkt. Also wir wollen ja keine Dicke oder kein Volumen hinzufügen, sondern nur die Struktur stabilisiert. Und damit arbeite ich total gerne. Und besonders gut eignet sich das für einen Taillenbund wie hier dieser oder auch wenn du einen Kragen nähst, alles wo vielleicht später Knopflöcher rein müssen, wo der Stoff noch ein bisschen Verstärkung braucht. Dann arbeite ich total gern hier mit so einem Kantenband von Flieseline zum Beispiel. Und da gibt es verschiedene Breiten. Das kannst du zum Beispiel direkt in der Breite deiner Nahtzugabe kaufen. Und das nutze ich total gern für schräge Nähte. Zum Beispiel, wenn du eine Tasche verstärken möchtest, weil da ist ja sehr viel Spannung drauf, wenn man da immer reingreift. Und da könnten die Nähte halt schneller reißen. Und dafür ist das ideal, um solche Taschennähte zum Beispiel ein bisschen zu verstärken. Ansonsten nutze ich das auch gerne für Schulternähte. Die sind ja auch oft leicht schräg geschnitten und die leiern auch gerne aus beim Nähen. Und da ist das auch super für.
Und dann habe ich hier noch ein Band von Flieseline und das ist aber beidseitig klebend. Das hat eine kleine Folie wie so Backpapier auf der einen Seite. Damit kann man das erstmal aufbügeln auf die linke Stoffseite und das dann später abziehen und dann nochmal drüber bügeln und ja, das klebt quasi. Das nutzen viele für Vorhänge zum Beispiel zum Umnähen. Ich nutze das besonders gerne für Saumnähte. Da passiert es ja doch mal, dass sich der Stoff noch so ein bisschen verzieht beim Nähen, gerade wenn du halt so leicht gewebte Stoffe hast, wie hier diesen Musselinstoff. Durch dieses Band wird es einfach komplett in Form gehalten. Du bügelst dir das erst sauber zurecht und danach hast du einen super sauberen Saum und kannst das Ganze knappkantig abnähen. Und wenn dein Stoff jetzt vorbereitet und zugeschnitten ist, dann starten wir jetzt mit dem Nähen. Beziehungsweise, bevor wir mit dem Nähen starten, setz erstmal eine neue Nadel in deine Nähmaschine ein. Ich nutze immer die Schmetz Universalnadeln. Erstens, Markenprodukte sind hier leider ein Muss. Die sind wirklich viel, viel besser als die No-Name-Marken, genau wie bei Garn. Dann brauchst du eine feine Nadel, das heißt Nadelstärke 70 oder maximal 80 reicht vollkommen aus, denn wir vernähen ja einen feinen oder leicht gewebten Stoff und dafür brauchen wir eine feine Nadel. Und gerade weil der Stoff eben so fein gewebt ist, kannst du deine Stichlänge jetzt erstmal erhöhen. Ich nähe immer mit einer Stichlänge von 3. Normalerweise ist meine Einstellung 2,4. Wie gesagt, ich nähe jetzt hier mit 3. Das hat sich für mich als sehr gut erprobt. Damit wird der Stoff sehr gut transportiert und vor allem musst du ja auch immer bedenken, die leichte Webung muss ja auch eingefangen werden. Das heißt, weitere Stiche, damit gehst du sicher, dass das wirklich richtig schön, ja, eingefangen wird, die Webung und gut vernäht wird. Also erhöhe deine Stichlänge ein bisschen und dann, ganz wichtig, teste deine Stiche. Und zwar an einem Reststoff aus dem Stoff, den du jetzt gleich vernähst. Und das ist kein unwichtiger Schritt, der wird aber so oft vernachlässigt. Du musst alle Stiche inklusive deiner Overlock, wenn du mit einer Overlock nähst, vorher testen. Und das kann auch ein bisschen dauern. Was die meisten Leute hier aber falsch machen, ist, dass sie die Stiche immer nur in eine Richtung nähen. Vielleicht immer nur in die Webrichtung, immer nur im Fadenlauf. Aber so wird dir ein Kleidungsstück nicht vernäht. Das heißt, du testest deinen Stich nicht nur in eine Richtung, sondern auf jeden Fall auch nochmal runter und ganz wichtig, diagonal. Denn zum Beispiel Schulternähte, Tascheneingriffe, die sind ja alle schräg zugeschnitten. Das heißt, wir nähen hier immer schräg. Und gerade beim schrägen Nähen passieren ganz viele Fehler, weil sich da der Stoff besonders schön ausweiten kann und das Schnittteil dann am Ende gefühlt doppelt so groß ist. Das heißt, ganz wichtig, teste deinen Stich im Fadenlauf, gegen den Fadenlauf und einmal schräg bzw. diagonal. Wenn du jetzt als nächstes merkst, du hast deine Stiche jetzt eine halbe Stunde durchgetestet, der Stoff dehnt sich immer noch, vielleicht in der Schräge, vielleicht auch sogar im Fadenlauf, das kann teilweise auch an der Nähmaschine liegen. Gerade günstigere Nähmaschinen sind schnell überfordert mit leichten Stoffen oder leicht gewebten Stoffen. Das kann auch schon bei Viskose passieren. Und da kannst du leider gar nicht so viel mehr machen, außer, und das ist wirklich mein absoluter Favorit, ein Oberfußtransport. Wie heißt der? Einen Obertransportfuß einzusetzen. Und das Ding hier, das sieht viel, viel schlimmer aus, als es ist. Es ist aber einfach ein super praktisches Nähfüßchen. Das muss man meistens dazu kaufen. Ich glaube immer sogar. Das ist also ein Nähfüßchen. Dafür muss man noch mal ein bisschen Geld aufbringen. Aber das ist eine Investition, die lohnt sich. Und wenn ihr das einsetzt, dann werden eure Nähte perfekt. Denn es ist halt so, dass manche Nähmaschinen, die können diese leichten Stoffe nicht gleichmäßig transportieren. Fortgeschrittene Nähmaschinen mit ein paar Einstellungen und Hacks kannst du das so einstellen, dass die das auch mit einem normalen Nähfuß schön sauber transportieren, oben und unten gleichmäßig. Bei einigen Nähmaschinen funktioniert das eben nicht. Und dann braucht man von oben einfach noch ein bisschen mehr Verstärkung, dass der Stoff eben sauber transportiert werden kann. Und das macht dieser Fuß. Wie gesagt, sieht kompliziert aus, den setzt man super einfach in die Nähmaschine ein. Das ist in 30 Sekunden gemacht und damit hast du garantiert ein sauberes Nähergebnis. Ganz wichtig, wenn du dir jetzt so einen Nähfuß anschaffen möchtest, achte auf die Kompatibilität mit deiner Nähmaschine. Viele von euch, weiß ich, die nähen total gerne mit der Overlock. Das mache ich auch. Ich nutze die Overlock aber immer ein bisschen anders und das würde ich bei Musselinstoff auch immer empfehlen. Und zwar nähe ich mit der Overlock immer nur mit 3 Fäden statt 4 Fäden. Das heißt, ich nutze die Overlock nicht, um die 2 Stoffe zu verbinden, sondern ich nutze die Overlock, um die offenen Kanten zu versäubern. Warum mache ich das? Das Nähergebnis wird einfach viel, viel sauberer. Das wird auch in der Industrie oft so gemacht, weil ihr mit der Nähmaschine die Nähte einfach viel besser kontrollieren könnt. Ihr könnt wirklich Stich
genau arbeiten und die Kontrolle habt ihr einfach nicht mit der Overlock. Also vor allem bei Erwachsenenkleidung würde ich alle Nähte immer erstmal mit der Nähmaschine und den jetzt eben genannten Einstellungen nähen und dann nur die offenen Kanten schön versäubern mit der Overlock. Und auch wenn ihr hier jetzt nur die offenen Kanten versäubert, müsst ihr auf jeden Fall die Overlock-Stiche ordentlich testen. Ich habe ja eine Bernina Overlock, die sind tendenziell sehr, sehr gut. Die einzige Einstellung, die ich geändert habe, ist, dass ich auch hier die Stichlänge noch ein bisschen erhöht habe und damit wurde die Naht wirklich einwandfrei, super, super schön und hochwertig. Und das ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber ihr könnt mit Musselin und der leichten Webung auch ein bisschen rumexperimentieren. Ich hätte jetzt hier einen normalen Saum nähen können, aber ich fand das irgendwie ganz cool, das auch offen zu lassen und das jetzt ausfransen zu lassen. Dann hat man irgendwann so einen kleinen Fringe. Das habe ich jetzt die ersten Reihen mit der Hand aufgelöst und das wird sich jetzt nach und nach aufribbeln. Das habe ich dafür einfach einmal ringsherum abgenäht, damit sich das jetzt nicht hier ins Endlose aufribbelt. Aber ja, da kann man echt schön experimentieren und ja, ich meine, Nähen ist am Ende auch eine Art von Kunst und Ausdruck. So nutze ich das auf jeden Fall, das macht ja Spaß. Und ja, dabei wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall auch viel Spaß. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest vor allem ein paar Tipps mitnehmen. Falls ja, dann freue ich mich wie immer, wenn du das Video likest, vielleicht einen Kommentar da lässt oder mal auf meinem Kanal vorbeischaust für ganz viele weitere Nähideen, für Schnittmuster, kostenlose Schnittmuster und Nähtipps. Und falls du direkt mit mir weiternähen möchtest, hier verlinke ich dir ein Pyjama-Schnittmuster, das habe ich dir im Video schon gezeigt. Perfekt für Musselin. Oder auch diese Hose, die ich ja hier im Video genäht habe, das ist die Palazzo-Hose aus meinem Shop. Die ist auch wunderbar für Musselin geeignet. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald in einem neuen Video sehen. Bis dann!